Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Ingas Color Art. Heute geht es rund, so ist das Motto meines Videos. Und ihr seht schon, ich habe mir meine Leinwand auf eine drehbare Unterlage montiert und deshalb kann ich sie zumindest in zwei Richtungen relativ bequem bewegen. Zunächst trage ich mit dem Schwamm zwei Farben auf, und zwar ist das einmal das Burgunderrot von Winsor & Newton, gemischt mit dem Perlrot von Amsterdam. Und das dritte, was ihr auf dem Teller am Anfang gesehen habt, ist das Multi-Effekt-Medium von Bösner. Ich verlinke euch alles in der Materialliste in der Videobeschreibung, denn dieses Multi-Effekt-Medium von Bösner hat genauso wie das Perlrot einen perlfarbenen Glanz, und das möchte ich ganz gerne für meine Hintergrundbemalung nutzen. Meine Hintergrundbemalung trage ich in zwei Arbeitsgängen auf. Den ersten föhne ich an und bevor ich den zweiten anföhne, trage ich noch Glitter auf. Einmal in einer blauen Variante mit etwas blauem Sand dazwischen und das andere ist einfach Glitter aus dem Deko-Shop, der auch relativ leicht fällt. Und dann kann alles ganz normal mit dem Föhn angetrocknet werden. Als Rakelwerkzeug nutze ich heute meinen Pfannenwender und trage als allererstes das Azo Orange von Amsterdam auf. Und ich muss euch gestehen, ich hatte ein Farbkonzept überlegt, das ich bis zu diesem Zeitpunkt auch noch ganz exakt eingehalten habe. Und danach bin ich von meinem Farbkonzept abgewichen, weil ich gemerkt habe, dass das besser fürs Bild ist. Meine drehbare Unterlage ist übrigens ein hölzerner Drehteller aus einem allseits bekannten schwedischen Möbelhaus und ich habe sie tatsächlich zweimal, einmal für meine Küche und einmal für mein Atelier. Anstelle des ursprünglich geplanten rosafarbenen Farbtons habe ich mich dann doch für das Türkisblau entschieden und habe aber vorher zwischen den einzelnen Farbflächen einmal geföhnt, sodass ich nur leichte Stellen habe, an denen sich das Orange mit dem Türkisblau zu einem Grün vermischt und ansonsten das Blau relativ unangetastet aufgetragen werden kann. Nach den beiden kühleren Farbtönen habe ich mich dann für einen wärmeren Farbton entschieden, und zwar für das Naphtholrot Mittel, was ich dann auftrage. Und ich trage das einmal in Runden auf, aber auch etwas akzentuierter, weil natürlich bei diesen runden Bewegungen die Ecken der quadratischen Leinwand relativ wenig Farbe abbekommen. Ich aber auch möchte, dass sie in das Bild integriert werden. Manche von euch haben vielleicht schon mal die Pouring-Technik ausprobiert, wo man flüssige Acrylfarbe über eine Leinwand gießt oder laufen lässt. Und auch da sind die Ecken, wenn man sie vorher nicht mit Farbe benetzt, eher Problemstellen, wenn man zu wenig Farbe auf die Leinwand gibt. Die Farbe, die ich inzwischen auftrage, ist kein Weiß, das könnte man ja im ersten Augenblick vermuten, sondern es ist die Perlfarbe Perlgrün, die anfangs weißlich aussieht, aber einen leicht grünlichen Schimmer gleich einem Perlenohrring hat. Mir war das Bild etwas zu dunkel geworden, also interagiere ich mit einer hellen Farbe, die ich dann punktuell auftrage, bevor ich mich dann für das Brillantgrün entscheide, was dem ganzen Bild einen frischen Ausdruck verleiht. Zwischendurch hatte ich auch den Eindruck von Sternen in einer Milchstraße. Natürlich sind die Farben nicht so, wie man sich das vorstellt, aber der Eindruck ist bei mir entstanden und das fand ich zusammen mit dem Glitzer, der immer mal wieder aufblinkt, sehr schön. Nach zwei hellen Farben war es jetzt wieder an der Zeit, einen Akzent zu setzen, und zwar durch eine dunklere Farbe. Und da habe ich das Grün-Blau von Amsterdam gewählt. Und zwar habe ich das gewählt, weil ein grüner Unterton in dem Blau mitspielt. Ich habe auch mein Werkzeug nicht sauber gemacht, der eine oder andere hat es vielleicht bemerkt, weil ich wollte, dass sich das Grün-Blau und das Brillantgrün nochmals miteinander vermischen. Ich hätte auch das Preußisch Blau nehmen können,
aber das ist ein reiner Blauton und deshalb habe ich mich lieber für den Blauton mit dem Grünanteil entschieden. Anschließend habe ich wiederum mein Werkzeug nicht sauber gemacht und dafür dann die Perlfarbe Perlblau aufgetragen. Und als ich das Ganze dann auf dem Rakelwerkzeug mit dem kleinen Palettmesser verstrichen habe, gab es schon interessante Farbkombinationen, sodass also diese wunderbare grün-blaue Farbe entsteht, die im Moment im Video gezeigt wird. Während ich das Bild gemalt habe, war ich schon sehr fasziniert davon, wie dieses Bild aussieht, nur weil ich es in Runden male, und habe mich dann jetzt nochmal für eine kontrastreiche Farbe entschieden, und zwar für das Reflex Orange. Und auch hier wiederhole ich den Kontrast vom Anfang. Da hatte ich das Atze-Orange mit dem Türkisblau und hier mache ich es jetzt umgekehrt. Ich hatte das Grünblau und das Perlblau und darauf setze ich jetzt die Reflexfarbe. Weil die Reflexfarbe im Normalfall transluzent ist, trockne ich sie zwischendurch einmal an, um anschließend nochmal mit einer Schicht Reflex Orange da herüber zu gehen. Und dann kann ich eben sicherstellen, dass diese Farbe jetzt oben auf sehr schön leuchtet und die anderen Farben, die ich vorher aufgetragen habe, schön von unten durchschimmern, inklusive des Glitters. Und ich bin richtig froh, denn wenn ich euch nachher das Bild zeige, wie es dann fertig ist, kann man auch endlich mal den Glitter sehen, wie er funkelt. Ich hoffe, niemandem von euch ist durch die dauernden Drehbewegungen schlecht oder schwindelig geworden. Jetzt zeige ich euch das Bild, wie es in halb trockenem Zustand aussieht, weil ich es ja geföhnt hatte, um die letzte Schicht auftragen zu können. Und ihr könnt sehen, wie die Farbe an den einzelnen Erhebungen hängen geblieben ist und wie schön die beiden Perlfarben, das Perlgrün und das Perlblau, schimmern. Und wie wunderbar der Kontrast Orange, Grün und Orange-Blau auf diesem Bild geworden ist. Jetzt kann man auch endlich mal sehen, dass der Glitter, von dem ich anfangs dachte, dass er doch schon sehr massiv aufgetragen worden ist, endlich mal glitzert, während ich die Kamera drauf halte. Das war ja bei den bisherigen Bildern, die ich euch mit Glitzer gezeigt hatte, immer nie der Fall. Die Kamera hat nicht das gesehen, was ich mit bloßem Auge erkennen konnte. Anschließend zeige ich euch das Bild, wie es an der Wand hängt. Ich habe mir vorher die einzelnen Seiten angeguckt und fand jetzt für mich, dass es so rum richtig hängt. Ich signiere meine Bilder immer auf der Rückseite, sodass, wenn sich jemand ein Bild von mir kauft, er oder sie alleine entscheiden kann, wie denn das Bild an der Wand hängen sollte. Ich fand es recht witzig. Ich hatte neulich einen Kommentar, beziehungsweise ich habe immer mal wieder Kommentare. Ja, du machst ja gar nicht die Ränder. Das ist richtig, das zeige ich in meinen Videos nie. Es ist aber so, dass ich diesen Arbeitsschritt, das sogenannte Rendermalen en bloc, für mehrere Bilder mache. Und das filme ich nicht, weil ich denke, das ist gar nicht so interessant. Ich wähle entweder bei meinen Rakelbildern eine schwarze Randfarbe aus oder aber ich gucke, was dominiert in diesem Bild, welche Farbe ist das, und dann gebe ich dem Bild diese Farbe auch als Randfarbe mit.
Als kleinen Gag zum Schluss habe ich meine Deckenbeleuchtung einmal kurz auf Schwarzlicht umgestellt, um euch zu zeigen, dass Reflexfarben nicht nur knallig aussehen im Tageslicht, sondern dass sie bei Schwarzlicht auch noch viel intensiver leuchten. Und all die anderen Farben treten in den Hintergrund und so hat dieses Bild nochmal, ich möchte mal sagen, eine Art Nachtansicht. Ich hoffe, dir hat mein Bild, bei dem es heute ein bisschen rund ging, gut gefallen und deshalb danke ich dir fürs Zusehen, ich danke dir fürs Zuhören, ich freue mich über jedes Like, ich freue mich über jeden konstruktiven Kommentar und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.